und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der letzten Folge hat sich alles quasi um dieses Zimmer hier gedreht und um den mutmaßlichen Wahnsinn von Sherlocks Mutter. Ich bin immer noch ganz fest davon überzeugt, dass sie unter Drogen gesetzt wurde, zumal wir ja auch eine halluzinogene also ein Mittel davon gefunden haben in diesen komischen Fläschchen, was wir hier gefunden haben. Aber es hat an eine Tür geklopft, als wir gerade aufhören wollten. Und dann schauen wir doch mal eben nach, wer das sein könnte. Ich muss erstmal wieder die Orientierung wiederfinden, wo ich hier eigentlich rum muss. Wer ist das denn? Sherlock Holmes, isn't it? Ja. I was looking for you. Wer sind Sie? With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Okay. Hat vor kurzem gemalt. Da ist es jetzt rot. Gerade sah es so pink aus. Okay, da ist noch was. Alt und abgetragen. Keine Spuren körperlicher Arbeit. Scheint ja auch irgendwie ein Künstler zu sein, wenn er dann gemalt hat vor kurzem. Der hat auch irgendwas dahinter. Verbirgt etwas Quadratisches, ja. Also irgendwie, ein Brief, habe ich nämlich schon gedacht. Matrose, der gerne malt, als Matrose verkleideter Maler. Das ist jetzt eine gute Frage. Also wenn er Matrose wäre, gehe ich mal stark davon aus, dass er, genau hier, keine Schwielen, keine Hornhaut. Doch aufgrund der alten, zerrissenen Uniform, die er trägt, gehe ich davon aus, dass er noch als Matrose im Dienst ist. Ja, das klingt ja irgendwie seltsam. Ich würde sagen, dass er ein als Matrose verkleideter Maler ist, weil wenn er keine Spuren an den Händen hat, dass er irgendwo körperlich gearbeitet hat, kann er ja eigentlich kein Matrose sein. Und gut, alte Klamotten kann natürlich jeder tragen. Ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er mein neues Spiel sei. Ein rosafarbener Klecks an seinem Haar verrät mir, dass der Mann mit der Kunstwelt zu tun hat. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut. Dies widerspricht jedoch seinem Auftreten als Matrose. Nur sehr wenige Künstler kennen meinen Namen oder wissen, wo sie mich finden können. Von daher ist Werner Vogel die naheliegendste Wahl für den Spielerleiter. Ah, ja. Was steht denn hier vorne? Da steht aber nichts von dem Vogel, oder? Nee, da steht nichts von dem Vogel. Ja, ich denke mal, da sind wir schon auf der richtigen Spur. Angesichts des quadratischen Objekts in der Tasche des falschen Matrosen folgere ich, dass er ein Angestellter von Mr. Vogels Kunstgalerie ist. Und der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mir eine Einladung zu überreichen. Das würde ich jetzt mal behaupten. Achso, ich muss das. So, nur wenig Künstler kennen mich. Ja, das nehmen wir an. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Okay. Einladung in Werner Vogels Kunstgalerie.
Mein lieber Sherlock Holmes, wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können, vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road und Hermes Ave in der Altstadt. Ihr treuer Freund W.V. Okay. Damit haben wir einen neuen Fall. Und damit hätten wir natürlich jetzt die andere Folge gut abschließen können. Aber nein, wir werden jetzt erstmal rausgehen, damit wir überhaupt reisen können. So. Ich wollte gerade sagen, wo sind jetzt alle Sachen hin hier? Das heften wir jetzt erstmal an und gucken nochmal nach. Kreuzung in der Karawanserei. An der Kreuzung Bazaar Road und Hermes Ave in der Altstadt. Das sagt mir irgendwie was. Bazaar Road und Hermes Ave. Da war die Altstadt, ne? Bazaar Road und Hermes Ave. Bazaar habe ich gefunden. Hermes. Gut, eine richtige Kreuzung ist es eigentlich nicht. Reisen wir mal dahin. So, dann müssen wir in die Richtung. Mal schauen. Dürfte jetzt wahrscheinlich hier in der Nähe sein, ne? Ein neuer Ort. Karawanserei. Stopp. Wo muss ich denn dann hin? Moment. Also, hier sind wir richtig. Theoretisch ein Stückchen hinter uns. Ist das Ding hier? Oh, Entschuldigung. Jetzt stehen Sie mir auch im Weg rum hier. Ja, perfekt. Also denke ich, weil ich denke, sonst wäre ich hier nicht reingekommen. Okay, da komme ich gar nicht rein. Moment, da kann ich jetzt wieder raus. Hä? Ach so. Nee, das ist eine Tür. Ha. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Okay. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Das kommt drauf an. Jemand könnte natürlich den Schlüssel gestohlen haben und nachmachen lassen. Oder jemand hat sich darin versteckt. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see.
Jetzt habe ich mir natürlich vor Schreck gerade noch die Hand angehauen. Hier können wir noch was lesen. Papst Formosus und Stephan IV. Okay. Das sind dann wahrscheinlich nur die Dinger. Hier bin ich reingekommen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Sieht sehr gut aus. Die Tür meint er wahrscheinlich. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes, außer dass man die Sachen lesen kann? Hinten ging es. You sure you don't like art, Sherry? Mit dieser hier nicht. Moment, da komme ich aber wieder zurück, oder? Ja, da komme ich wieder zurück. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Tür. Da ist der Keller. Da geht's hoch, da dürfen wir aber nicht hoch. Und was ist hier? Die ist auch verschlossen. Okay, ich wollte ja nur mal gucken. So. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. John, was hast du vor? Einen toten Hai mit einer wahrscheinlich nicht vorhandenen Angel zu angeln? Oder? Na gut, ich lass dich mal machen. Ich habe schon genug von irgendwelchen fehlerhaften Geisteszuständen gehabt. Closed with a metal bolt. Okay. Footprints. Size 9.5. Also hat sich tatsächlich einer hier versteckt. Frische Kratzer. Weil er da runter gerutscht ist, oder? Na? Old and hasn't been used for a long time. Ah. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Okay. Doch. Das ist doch A ein true Buch. artist never shows an unfinished piece. Ich frage mich nur, warum hier unten ein Bett ist und dann noch die Handschellen da hinten dran sind. Also. Oh, hi Vögelchen. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Okay. Ah, Moment. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Okay. Was haben wir denn hier? Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Ist da irgendwas hinter? Nee, ne? Da können wir noch hin. Ah, da sind die. Okay. Gucken wir erstmal hier. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Ja, das könnte vielleicht auch sein. Hallo? Saturn devouring his sun. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Ja, wunderschön. Dann hast du sie eigentlich noch alle. Haben wir da hinten noch irgendwas? Da gucken wir gleich auch mal. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. A Malpowbutt. Okay. Ah. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Mit Kohle im Schnurrbart. Was? Ach so. Ja, ja klar. Ah, ich darf schon rekonstruieren. Okay, das heißt dann wohl mit anderen Worten, hier werde ich doch... Da ist noch was. Moment, Moment.
Gemälde, okay. Das heißt, hier haben die Gemälde dann anscheinend aufgehangen, so wie es aussieht. Kann man aber sonst nichts mehr machen. Okay, dann versuchen wir uns mal ans Konstruieren. Mal schauen, ob ich das heute hinkriege. Also, John, walte deines Amtes. So, er ging nachgucken. Jetzt nur mal Interesse halber möchte ich mal wissen, was da sonst noch drin ist. Ach, das ist der. Nee, okay. Er ging nachgucken. Ja. So. Das könnte natürlich theoretisch auch sein, dass er jetzt hier eine falsche Fährte gelegt hat. Man weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass da einer drin gewesen ist, weil ja auch die Kratzspuren und so gefunden wurden. So, er wird das vermutlich nicht gemacht haben. Weil er nämlich nicht diese... Ach so, Hat er sich dann hier drin nochmal versteckt? Oder wie sehe ich das jetzt? Weil das wäre sonst irgendwie unlogisch. Weil er ja relativ eindeutig hinten aus dem Ding rauskam. So, wir behaupten jetzt mal, dass das jemand anders gemacht hat. Mal gucken, ob das so klappt. So, die hat er genommen, ja. Und was ist das andere, was man anzeigen lassen kann? Dass er sie genommen hat, okay. Aber ich sag mal, ganz ehrlich, also er liebt ja seine Kunst offensichtlich. Warum sollte er das tun? Hier haben wir nichts mehr. Nee, können wir direkt bestätigen. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room, but the vandalism was a cover for the theft. Okay. Und was hat er jetzt genau gestohlen? Das wäre auch gut zu wissen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir jetzt... das müssen wir wahrscheinlich zum Sprechen runtersetzen. Ne? Vandalismus in der Untergalerie. Das Geräusch hatte der Eindringling verursacht. Ja, das haben wir jetzt eben alles... das könnte lediglich als Ablenkung von einem Diebstahl gedacht gewesen sein. Achso, das war die Einladung. Und das war quasi die Schlussfolgerung. Die hefte ich jetzt mal an. Moment, wir haben auch Gedankenspiele, sehe ich gerade. Können wir aber nicht miteinander kombinieren. Okay, dann lassen wir das erstmal. Dann würde ich sagen, dass wir mit dem Typen nochmal sprechen. Nee, da war's. Hier können wir, glaube ich, abkürzen, oder? Ja. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Es geht um den Verfall, es geht um den Tod, es geht um Dekadenz. Oh, keine Ahnung, ich habe mir die anderen noch gar nicht angeguckt. Keine Ahnung, ich sag mal, es geht um den Tod. Ich weiß, ich kenne ja nur das eine Bild jetzt unten im Keller. Nee, dann sagen wir mal, es geht um den Verfall, so. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you?
Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Aha. Ja, interessant, weiß ich nicht. Aber ich sag mal einfach, er war interessant. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. So, bezüglich des Einbruchs, was den Diebstahl betrifft, der hinkende Eindringling. Ja, keine Ahnung. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Okay. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Okay. Das heißt, dass wir jetzt die Adresse, das würde ich sagen, möglicherweise gestohlenes Gemälde. Ja, das ist nur, worum es geht. Dann würde ich sagen, dass wir das anheften, wobei da jetzt ein Buch steht. Es kann natürlich sein, dass wir die Adresse von ihm rausfinden können. Er hatte gesagt, er wohnt in der Altstadt. Er hat den Namen. Ja, dann würde ich doch normalerweise sagen, dass wir uns aufmachen zum Rathaus und dass wir da erstmal herausfinden oder eventuell herausfinden, hoffentlich herausfinden,
wo dieser Typ wohnt und dass wir ihm dann mal einen Besuch abstatten. Sherlock ist absolut meiner Meinung, aber auch wenn er meiner Meinung ist, dann müssen wir trotzdem hier erstmal die Folge beenden, weil das sonst alles etwas lange dauern würde. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge auf die Suche machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!